Ich würde raten, weltoffen zu sein, generell offen zu sein, ein freundliches Wesen zu haben und vor allem mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und sich interessiert an vielen Themen zu zeigen. Dominik Ehmer, Businesspartner Human Resources. Das Coolste an meinem Job ist sicherlich der sehr häufige Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen. Es tut sich in der Personalabteilung ständig was. Es kommt jemand, weil jemand etwas braucht oder jemand informieren möchte oder jemand etwas abgeben möchte. So kommt man immer in den Kontakt zu seinen Kollegen. Es ist bei Rosenbauer speziell natürlich auch das Produkt, das sehr ansprechend ist und worauf ich glaube wir alle sehr stolz sind, hier bei Rosenbauer arbeiten dürfen, weil es doch ein sehr interessantes und auch emotionales Produkt ist. Den Job, den ich jetzt mache, das ist nicht der Job, wo man ständig unterwegs ist, wo man ständig im Flugzeug sitzt und weltweit herumreist. Ich persönlich sehe es nicht unbedingt als Einschränkung, aber wenn man damit konfrontiert ist, dass man hier eher standortbezogen arbeitet im Personalwesen, dann ist das zum Beispiel eher was einschränkt. Die Firma Rosenbauer ist in der Feuerwehrbranche tätig. Die Firma Rosenbauer erzeugt Feuerwehrfahrzeuge. Und mein Job bei Rosenbauer ist im Personalwesen und ich bin zuständig für die Produktion. Ich bin Ansprechpartner für unsere Produktionsvorgesetzten und da kommen allerlei Themen im täglichen Leben auf mich zu. Ich mache viel vom Computer, aber natürlich auch sehr viel in Gespräche. Gespräche mit dem Betriebsrat, Gespräche mit den Abteilungsvorgesetzten, Gespräche mit meinem Vorgesetzten natürlich auch. Und auch mit Bewerbern, also komme ich sehr viel unter die Leute und habe hier eben sehr interessante Gespräche. Es geht zum Beispiel um Regelungen definieren, ja, oder Abläufe neu gestalten, Probleme bearbeiten, wenn es um zum Beispiel Mitarbeiterversorgung geht oder um Arbeitszeitthemen geht und solche Dinge werden bei uns hauptsächlich gemacht. Die Themen kommen aus allen Richtungen, das kann seitens der Geschäftsführung sein, das kann von den Mitarbeitern sein, das kann von den Vorgesetzten kommen. Dann wird abgestimmt, meistens eben mit dem Betriebsrat, es wird abgestimmt mit den jeweiligen Beteiligten und dann wird entschieden, ist das eine Regelung, die Rosenbauer hier in Leonding betrifft oder sind das generelle Regelungen, die den gesamten Konzern betreffen könnten und je nachdem werden dann diese Projekte abgehandelt. Ich wurde in Linz geboren, bin in Leonding aufgewachsen, habe die AHS besucht und direkt im Anschluss an die AHS nach dem Bundesheer bin ich zu Rosenbauer gekommen, habe hier eine 2-jährige Lehre als Industriekaufmann gemacht. Zuvor hatte ich schon die Möglichkeit, in den Jahren der 5. bis 8. Klasse Ferialpraktika zu machen, hier bei Rosenbauer. Also habe ich auch hier schon den ersten Kontakt zu Rosenbauer geknüpft. Und ja, bin dann nach der Lehre oder schon während meiner Lehrzeit in die Personalabteilung eingestiegen und seither immer hier gewesen und hatte das Glück, von einer doch noch damals kleinen Personalabteilung in eine doch jetzt sehr in eine größere Abteilung mitzuentwickeln und mit hineinzuwachsen. Und so hatte ich auch die Möglichkeit, wirklich ein sehr breites Spektrum im Personalwesen kennenzulernen. Im Personalwesen wird man durchaus auch als Einsteiger ins Unternehmen direkt seine Karriere machen können. Ich sehe das als massiven Vorteil, wirklich diese Entwicklung, die ich auch gemacht habe, sprich viele Bereiche auch operativ kennengelernt zu haben und ja, nütze das jetzt aus, indem ich wirklich in der Firma gute Kontakte habe in alle Ebenen, in allen Bereichen und das ist schon ein sehr massiver Vorteil. Man muss offen sein, man muss doch auch immer wieder mal Nein sagen können, aber trotzdem positiv zu sein und einfach den Willen zu haben, auch sich aktiv in die Unternehmensentwicklung einbringen zu können.